Nur wenige Schritte vom stillen Soldatenfriedhof Vossenack entfernt erhebt sich ein anderer Ort der Erinnerung, die Windhund-Anlage. Ein Mahnmal für die 116. Panzerdivision, errichtet im Jahr 1966, getragen vom Symbol eines zähen, schnellen Windhundes. Damals war es der Wunsch von Angehörigen und Veteranen, ein Ort des stillen Gedenkens, kein Siegeszeichen, sondern ein Ort, an dem man schweigt, erinnert und vielleicht auch vergibt. In Bronze gegossen, ein Soldat, der seinen verwundeten Kameraden hält. Doch der Weg zu diesem Denkmal war von Beginn an umstritten. Genehmigungen wurden verweigert, Positionen verschoben, Gedenktafeln kamen, verschwanden und wurden mehrfach verändert. Und heute? Heute erkennt kaum noch jemand, was dieser Ort einst darstellen sollte. Zwischen überwachsenen Stufen und verwittertem Stein ist das ursprüngliche Denkmal beinahe unsichtbar geworden. Was bleibt von einer Erinnerung, wenn ihr Ort verschwindet? Und was bedeutet das für die Geschichte, für uns und für die, die einst dort geehrt wurden? Ja, direkt neben der Kriegsgräberstätte, das ist auch nochmal richtig interessant, ist ja ein Gedenkort, ein Gedenkbereich, der von der Veteranengemeinschaft der 160. Panzerdivision Windhund errichtet wurde. Und hier ist auch nochmal das Emblem, das berühmte Zeichen der Division Windhund. Hier mit dem Blick auf Vossenack. Und ja, hier hat sich wirklich einiges abgespielt, wo ich jetzt im Nachgang auch noch mal mich damit beschäftigt habe. Das ist hier natürlich wieder ein Fall, sage ich jetzt mal, für die Erinnerungs- und Gedenkenkultur, die halt ziemlich umstritten ist, ne, weil das, wie gesagt, von Veteranenverband, der Generalität auch, die damals und die Offiziere, die in dieser Division auch gedient haben und letztendlich eine Kameradengemeinschaft gebildet haben, die hier gerade an diesem Ort, wo auch die Windhund mit gekämpft haben, im Prinzip hier erstellt und errichtet haben. Und das halt leider Gottes auch politisch halt ziemlich Zündstoff gesorgt hat, weil halt entsprechende Vereinigungen sich dann halt auch hier getroffen haben. Und es gab halt hier wirklich viel hin und her, weil ihr könnt hier erkennen, bis auf dieses Tor, wo das Emblem noch zu sehen ist, haben wir hier im Prinzip jetzt nur eine schöne Blumenwiese. Und hier oben, ja, einen Sockel in der Mitte und eine Mauer. Das steigt hier im Prinzip an. Nur irgendwie fehlt hier was. Und dazu kann ich euch gleich noch entsprechende Fotos und so weiter einblenden. Also es gab hier wirklich in den 90ern, Anfang der 2000er und letztendlich gipfelte es dann, glaube ich, 2017. Hier ziemlich viel Stress auf gut Deutsch. Und es gab halt immer wieder hier politischen Diskurs, weil es so eine Art wie eine Art Anbetung auch teilweise genutzt wurde und halt auch viel, sage ich mal, von der Kriegsgräberstätte abgelenkt hat. Es gab hier auch Fahnenmasten, die wurden dann auch irgendwann nicht mehr erneuert, bewusst vermutlich nicht mehr erneuert. Und es gab hier auch eine Skulptur von einem, also eine Bronzeskulptur müsste das gewesen sein, von einem Soldaten. Wie gesagt, ich werde euch das hier einblenden, oder von zwei Soldaten, wo ein Soldat im Prinzip den anderen so unterstützt und hilft. Und auch hier waren Plaketten dran. Ihr könnt hier noch die Bohrungen erkennen. Ja. Und das hat man alles gestohlen. Also diese Skulptur höchstwahrscheinlich Metalldiebe. Aber diese ganzen Plaketten, wo die entsprechenden Sprüche etc. oder das Gedenken an diese Division standen, die hat man dann vermutlich aus politischen Hintergründen halt gestohlen. Ne? Also hier gab es auch eine weitere Plakette, hier sieht man noch den Dübel. Und das ist letztendlich davon übrig geblieben. Also hier gab es wirklich sehr viel
politischen Zündstoff. Ich werde euch da nochmal einen Link am besten, weil das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, was alleine jetzt diese Gedenkstätte ausgelöst hat. Das würde den Rahmen einfach sprengen. Ich packe euch den Link hier unten rein und dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Das ist wirklich Wahnsinn, was hier letztendlich passiert ist. Ne? Wie gesagt, man muss das halt immer differenziert betrachten. Die Soldaten, die hier gekämpft haben, sie müssen ja jetzt nicht zwangsläufig Nazis gewesen sein. Das ist immer das Problem, dass man diese Soldaten, die gekämpft haben, auch zwangsläufig halt als Nazis so gesehen abstempelt. Ne? Aber was diese Soldaten, sage ich mal, in dem Krieg durchgemacht haben, verstehen Außenseitige, außer Zivilisten etc. verstehen das gar nicht. Das verstehen dann halt nur wirklich Soldaten, die gemeinsam in dieser Situation halt gewesen sind. Also man muss jetzt wieder weggehen von diesem Nationalsozialismus, aus diesem Grundgedanken, sondern man muss das jetzt erstmal runterbrechen auf menschliche Ebene, die Emotion. So, und dieser Austausch, der zwischen diesen Soldaten halt in dieser Zeit gelaufen ist, ist alles eine zwischenmenschliche Ebene. Und ich interpretiere das halt auch so, dass sich diese Soldaten hier, diese Angehörigen der Division Windhund, auch einen Gedenkort erschaffen wollten, um für sich in dieser Gemeinschaft nochmal daran zu erinnern. Und ja, dass das halt für Aussätzige oder für andere außerhalb dieser Gemeinschaft anders wirkt, ist halt auch nachvollziehbar. Aber für diese Personen, die da in dieser Windhund-Division gewesen sind, wahrscheinlich eher nicht, sondern dass das für sie nach dem Krieg nochmal ein Erinnerungsort an diese ganze Situation gewesen ist und im Prinzip ein Treffpunkt unter sich, für sich, wo sie sich haben praktisch nochmal mit der Situation oder sich darüber austauschen konnten, um das vielleicht auch nochmal zu verarbeiten, also auch eine Art Verarbeitung. Also diese Erinnerungskultur hat auch was mit Verarbeiten zu tun. Ja, und deshalb ist so ein Platz, der speziell auf eine gewisse Einheit erstellt oder das Ganze hier widerspiegelt, halt relativ schwierig halt für Außenseitige zu bewerten. Das wird halt immer entweder pro oder kontra politisch benutzt werden und entsprechend angegriffen werden oder halt dazu benutzt werden, dass man sich halt trifft, sein nationalsozialistisches Gedankengut hier feiert, will ich jetzt nicht sagen, aber das benutzt halt dafür. Und andere Seiten, die wollen es halt komplett ausgelöscht wissen. Es ist sehr, sehr schwer. Ne? Aber es ist ein Beispiel dafür, was halt damit passiert. Ne? Und klar, die ganzen Personen, die ganzen Soldaten, die damals hier gedient hatten in dieser Division, da wird es halt wahrscheinlich keinen mehr geben. Und deshalb wird das vermutlich auch vergessen werden. Und wie gesagt, das Einzige, was jetzt hier daran noch erinnert, ist wirklich dieses Tor mit dem Symbol. Und das war's. Ich weiß nicht, ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht, aber ich vermute mal, das würde genauso einen Diskurs entfachen, ob man sowas speziell für einzelne Divisionen, gerade auch Thema mit Kriegsverbrechen und so weiter, aber das gab es ja halt, wie gesagt, überall in jeden einzelnen Einheiten. Ob man das dann machen sollte oder eher nicht, aber ich glaube, dazu wird man nie eine 100-prozentige oder eine einseitige Meinung haben. Ne? Es wird immer ein Pro und Contra für sowas geben und ja, aber für euch vielleicht auch nochmal ganz interessant. Im Frühjahr 1944 entstand aus den Resten der 16. Panzergrenadierdivision und der 179. Reservepanzerdivision die sogenannte Windhund-Division, benannt nach ihrem Symbol, dem schnellen und zähen Windhund. Die Division war mit verschiedenen Panzertypen ausgerüstet, darunter Panzer IV, Panther und Jagdpanzer wie der Jagdpanzer IV und der Jagdpanther. Anfänglich als Reserve in Westfrankreich stationiert, wurde die Division im Juni 1944 zu den alliierten Landungsstränden geschickt.
direkt in die tödlichen Schlachten der Normandie. Sie entkam der Einkesselung bei Falaise mit nur wenigen hundert Überlebenden. Im Herbst 1944 war die Windhund-Division Teil der letzten Verteidigungslinie in Aachen und im Hürtgenwald. Ab dem 4. November lieferte sie in Vossenack erbitterte Panzergefechte in Terrain, das ursprünglich als unpassend für Panzereinsätze galt. Doch nichts stoppte diese Einheit. Sie wurde erneut reorganisiert und kämpfte im Dezember 1944 an der Seite anderer Truppen bei der Ardennenoffensive. Dann zog sie sich weiter zurück, durch das Reichsgebiet, über den Rhein, bis in den Ruhrkessel, wo Anfang April 1945 nahezu die gesamte Division eingekesselt wurde und schließlich kapitulierte.